Sind Restaurantaktien jetzt die perfekte defensive Kapitalanlage, um sich gegen eine bevorstehende Korrektur zu wappnen? Ja, Unternehmen wie McDonald's, Starbucks, Chipotle können genau die Stabilität bieten, die dein Depot vielleicht jetzt gerade braucht. Ja, herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Heute analysieren wir die besten Restaurantaktien und am Ende habe ich auch noch einen spannenden Geheimtipp mit dabei, also gerne dranbleiben. Ja, das erste Unternehmen, das jedem, denke ich, bekannt ist, ist natürlich McDonald's, ein absoluter Fastfood-Riese. Ja, so ziemlich auch der bekannteste Unternehmen hier in diesem ganzen Fastfood-Segment und natürlich auch ein wirklich sehr, sehr großer, starker Dauerläufer. Also seit Jahren performt McDonald's wirklich sehr, sehr zuverlässig und ist gerade auch in solchen eher schwierigen Phasen meistens einen genaueren Blick wert. Und dann ist es aber so, wenn wir mal kurz einen Blick werfen, auch auf den langfristigen Chart von McDonald's, dass wir hier mehr oder weniger schon auf Allzeithoch stehen. Es kann natürlich durchaus sein, dass jetzt in so einer eher schwierigen Phase, wie wir jetzt wahrscheinlich auch aktuell drinnen sind, sich hier dieser Kurs noch weiter nach oben bewegt, beziehungsweise eher gut hält. Wir haben ja hier schon sehr, sehr wichtige Unterstützungszonen jetzt auch noch unter uns, die wir ja, aktuell auch wieder anlaufen. Das Problem ist eben, seit dieser Bodenbildung hier unten haben wir jetzt kein wirklich gutes Kaufsignal oder keine wirklich gute Kaufchance mehr gehabt. Aber McDonald's ist natürlich ein wirklich sehr, sehr ja, sicherer Hafen einfach auch gewesen immer in den letzten Jahren. Das sehen wir ja auch hier, diese langfristige Chart, selbst als hier 2022 diese langfristige Korrektur an den Märkten stattgefunden hat, da konnte sich McDonald's im Vergleich wirklich viel, viel besser halten. Also das wäre so eine typische ja, Ankeraktie fürs Depot. Hat aber natürlich auch den Nachteil mit dabei, dass wir jetzt schon relativ weit nach oben gelaufen sind und hier keine wirklich große ja, Aufholrallye mehr stattfinden kann, sondern das wäre wirklich nur so, ich schiebe jetzt mein Geld dahin, um ja, größere Verluste nach unten bei anderen Aktien vielleicht zu vermeiden. Deswegen finde ich McDonald's jetzt aktuell gar nicht mal so interessant. Ich finde da aktuell Aktien wie zum Beispiel Chipotle Mexican Grill deutlich spannender. Hier hat die Aktie natürlich aber auch schon einiges an Strecke nach unten zurückgelegt, was sie aber natürlich auch vielleicht nicht so spannend macht als Stabilitätsanker. Aber hier ist deutlich mehr Wachstum noch drinnen. Das Unternehmen ist noch lange nicht so eingesessen, wie es McDonald's ist. Und hier ist natürlich auch noch ja, einiges an Wachstumsfantasie mit drinnen, auch wenn hier der CEO sich verabschiedet hat und jetzt bei Starbucks ist. Aber mit diesen Chipotlanes und so weiter, mit diesen wirklich auch tendenziell gesunden Produkten, wie man es hier zum Beispiel sieht, glaube ich, dass Chipotle sich eine sehr, sehr wichtige Marktposition auch erarbeiten konnte. Da gucken wir uns jetzt auch gleich die fundamentale Situation an. Und wenn dich sowas interessiert, dann unbedingt jetzt mal Abo dalassen und Daumen nach oben auf keinen Fall vergessen. Das ist das Allerwichtigste. Gerne dieses Video kommentieren, gerne damit interagieren. Dann wird es auch neuen Leuten vorgeschlagen. Ich danke dir herzlich. So, guck mal, einen Blick auf Chipotle Mexican Grill. Ich habe schon mal über die Aktie geredet, ist schon etwas her. Seitdem hat sich aber tatsächlich auch einiges verändert. Also im Qualitätscheck, kurzer Blick drüber, sieht sehr, sehr gut aus. Also alles im grünen Bereich. Grundsätzlich, die ganzen Prognosen gehen davon aus, dass die Gewinne, Cashflows etc. deutlich weiter wachsen werden. Wenn wir uns die aktuelle Bewertung anschauen und hier mal diese Hochphase, vor allem 2020 nochmal mit ausblenden, vielleicht hier die letzten 3 Jahre uns anschauen, also ab 2022, genau Anfang 2022 bis jetzt, dann sehen wir, dass wir im Moment ein KGV bilanziert von 44 haben und das hier tatsächlich auch unter dem Durchschnitt der letzten Jahre liegt. Also wir sind jetzt hier auf diesen letzten 3 Jahren wieder auf dem Niveau angekommen, dem durchschnittlichen Niveau, von dem her lohnt sich hier definitiv mal ein genauerer Blick. Auch wenn wir den fairen Wert uns hier anzeigen lassen, sehen wir auch, dass wir hier schon Richtung Unterbewertung laufen. Auch das natürlich ein sehr, sehr interessanter Faktor. Auf letztes 3 Jahressicht können wir auch hier sehen, also knappe, faire Bewertung, wenn nicht sogar Unterbewertung. Und selbst wenn wir jetzt da bis 2027, also Ende 2027, die Prognosen der Analysten uns annehmen, dann haben wir aufs Jahr gerechnet eine Rendite von 16,5%, was natürlich schon eine wirklich ja, attraktive Entwicklung wäre. Und ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass Chipotle nochmal ein gutes Stück runterkommt. Werden wir jetzt dann auch gleich im Chart sehen. Ja, auf Basis des operativen Cashflows sind wir jetzt gerade mal fair bewertet. Wir können aber auch sehen, dass in so längerfristigen Korrekturen gerade am Markt
die Aktie ja auch mal dazu tendiert, 20% unter dem fairen Wert zu laufen. So sieht es aus. Jetzt schauen wir uns auch hier mal den aktuellen Chart an von Chipotle Mexican Grill. Und da werdet ihr gleich einen deutlichen Unterschied auch sehen zu beispielsweise McDonald's. Der McDonald's hält sich natürlich wirklich wacker da oben. Ist ja auch, ja, wie gesagt, schon mehr oder weniger auf Allzeithoch. Das gilt natürlich nicht für Chipotle Mexican Grill. Wir sehen jetzt hier den Chart. Und wir können hier festhalten, also vor allem von 2021 in der Corona-Korrektur sind wir natürlich deutlich auch im Kurs gefallen. Und das war eine Korrekturtiefe von ja, knapp 40%. Wenn wir uns die aktuelle Korrektur anschauen, dann haben wir jetzt eine Korrektur von ca. 30% gesehen. Also das Ausmaß ist schon durchaus interessant. Wir haben hier einen langfristigen Monatsaufwärtstrend und mittelfristig kann ich mir gut vorstellen, dass wir uns jetzt entweder auf diesem Niveau, also um die 50 US-Dollar, dass wir uns jetzt hier stabilisieren und hier versuchen weiter nach oben zu laufen, oder der Gesamtmarkt spielt tendenziell nicht mit, dann werden wir uns sicherlich hier unten wiedersehen bei 40 US-Dollar, 42 US-Dollar hier in dem Bereich. Da wäre Chipotle schon auch langfristig wieder ein sehr, sehr interessanter Kauf und das würde natürlich auch dazu führen, dass nochmal die Bewertung runtergeht, dass die Renditewartung nochmal weiter steigt. Also sehr, sehr spannende Aktie in meinen Augen, denke ich, ist wahrscheinlich eine der spannendsten überhaupt jetzt in diesem Fast-Food-Bereich und in diesem zyklischen Konsum mehr oder weniger. Denke ich auch eine Aktie, die relativ hochqualitativ ist aber auch die einzige Aktie, die jetzt hier von denen, den ich heute dabei habe, keine Dividende zahlt und natürlich auch eine unglaublich hohe Bewertung mit KGV 45. Ja, bleibt abzuwarten. Im Moment brauchen wir hier noch mehr Price Action, um festzustellen, ob jetzt hier eine Bodenbildung stattfindet. Also allerfrühestens eigentlich über 55 US-Dollar. Heißt, hier würde ich mich noch etwas zurückhalten. Wäre sehr, sehr attraktiv, wenn wir hier runterkommen auf die grüne Zone. Wir werden es sehen, wenn es passiert. Genau, also das mal so zu Chipotle Mexican Grill finde ich jetzt persönlich wirklich unglaublich spannend. Es gibt natürlich auch noch Aktien wie zum Beispiel Starbucks, die möglicherweise hier noch in Frage kommen. Ist auch einer der größten Player. Also tatsächlich McDonald's der größte, dann kommt Starbucks, dann schon auch Chipotle Mexican Grill, auch eine der größten Aktien hier in diesem Bereich. Starbucks, muss ich sagen, gefällt mir tendenziell am wenigsten. Die Gewinne sind sehr, sehr zyklisch, deutlich von Einbrüchen auch mal gezeichnet. Die Prognosen sind eher verhalten, die Margen schwanken deutlich. Das finde ich alles nicht so schön. Die Schuldenquote ist auch schon ungesund, also eher einen ungesunden Rahmen meiner Meinung nach. Aktienrückkäufe, die sind in den letzten Jahren, haben sich deutlich verlangsamt. Man hat ja hier auch einiges an Problemen hier im Geschäftsmodell. Da bin ich jetzt im Moment eher etwas vorsichtig tatsächlich. Mir gefällt auch die langfristige Struktur nicht so gut von Starbucks, aber auch hier können wir uns natürlich ab 2020 mal die Bewertung genauer anschauen. Und da sehen wir tatsächlich, dass wir da aktuell noch überbewertet sind. Also Starbucks wäre jetzt nicht mein Favorit, aber wir gucken uns dennoch jetzt hier mal auf Basis des bilanzierten Gewinns die Prognosen an. Und da sehen wir, dass wir auch minimal überbewertet sind. Und auch hier können wir mal einen Kauf simulieren bis Ende 2027 am besten. Da hätten wir jetzt mit der unteren Prognose, also genau wie wir es bei Chipotle gemacht haben, eine Rendite aufs Jahr von 10%. Gar nicht mal so schlecht. Aber ich glaube, dass Starbucks deutlich weniger vorhersehbar ist im Vergleich zu Chipotle. Also ich glaube, dass Chipotle da einfach noch mehr Chancen hat, auch zu wachsen und die Marktposition auszubauen im Vergleich zu Starbucks. Aber da würde mich natürlich auch deine Meinung interessieren. Schreib mal gerne in die Kommentare, was du davon hältst. Glaubst du, dass Starbucks der perfekte Turnaround-Kandidat schon fast ist? Oder glaubst du, dass eher Chipotle Mexican Grill seine Erfolgsstory auch weiter durchziehen kann? Ja, bevor wir jetzt leider weiterschauen auf ein paar Analysen, wenn du noch auf der Suche bist nach einem Broker, kann ich dir Finanzen.net Zero empfehlen. Da hast du jetzt noch 2 Tage die Chance, diese Aktion hier abzusahnen, nämlich 5% extra Cashback auf deine MSCI World Sparrate. Gerne im angepinnten Kommentar oder dem Link in der Beschreibung ein Konto öffnen und mich damit indirekt auch unterstützen. Danke dir. Also, Starbucks, haben wir gerade schon gesagt, ist eine spannende Aktie grundsätzlich, aber ich glaube, dass da eher das Kurspotenzial limitiert ist. Wir gucken uns auch hier langfristig mal den Chart an, können auch schon sehen, dass wir uns hier sehr, sehr seitwärts gerichtet befinden. Klar, wir sind noch aufwärts
gar kein Thema. Aber dieses ganze Rumeiern hier und diese ewig langfristigen Korrekturen und kein richtiges Upside-Potenzial bzw. Upside-Momentum, das fehlt mir halt total. Jetzt sind wir hier auf diesem letzten Hoch schon wieder abgeprallt, kommen schon wieder nach unten. Also ja, ist schon eher schwach jetzt die Performance generell von der Aktie, gerade wenn man das vergleicht mit Chipotle Mexican Grill. Sieht man einfach, dass offensichtlich bei Starbucks einiges an Problemen auch ja, im Unternehmen mit drinnen hängt. Sollten die gelöst werden, kann natürlich jetzt auch diese eher günstige Situation bei Starbucks dazu führen, dass sich hier ein Investment lohnt. Aber ich bin da eher der Freund davon, Aktien zu kaufen, Unternehmen zu kaufen, denen es gut geht, wo keine Probleme herrschen. Das ist eher so meine Devise. Deswegen würde ich jetzt tendenziell wahrscheinlich die Finger von Starbucks lassen. Aber wenn man es als Turnaround spielen möchte, kann ich das, ja, denke ich, durchaus nachvollziehen. Gucken wir mal einen Blick hier auf diesen United States Quick Service Restaurant Market. Also generell Fast Food hat ihre Hauptstadt in den USA. Das ist der wichtigste Markt. Und wenn wir uns hier diesen Ausblick mal anschauen von Modern Intelligence, die gehen davon aus, dass dieser Markt 10% pro Jahr von 2025 bis 2030 wachsen soll. Also unglaublich starkes Wachstum und der Markt ist hier tatsächlich auch noch sehr fragmentiert. Das heißt, es gibt hier unglaublich viele Player am Markt. Natürlich sehen wir hier sowas Subway, Domino's, McDonald's, Yum Brands, Inspire Brands, Darden Restaurants, Chipotle Mexican Grill, also Restaurant Brands, also sowas wie Burger King. Also es gibt unglaublich viele ja, Fastfood-Ketten, beziehungsweise auch klassische Restaurants, wie Texas Roadhouse beispielsweise. Aber der Markt, beziehungsweise die Analysten gehen davon aus, dass hier diese generelle Anzahl der Quick-Service-Restaurants deutlich ansteigt und auch noch der Markt einiges an Wachstumspotenzial hier hat. Wenn wir uns hier die Marktverteilung anschauen, sehen wir, dass der größte Teil von so ja, fleischbasierten Produkten ausgeht. Zweitgrößter Markt sind dann Burger, dann kommt sowas wie Pizza. Ganz weit unten ist dann sowas wie Süßigkeiten bzw. Ice Cream. Haben wir natürlich auch Shake Shack, sowas in die Richtung. Auch interessante Unternehmen, aber der wichtigste Teil ist auf jeden Fall dieses Fleischbusiness, also klassischerweise McDonald's, Chipotle, die sind da alle mit drinnen. Auch wenn wir uns hier nochmal eine weitere Analyse von Grand Review Research anschauen, die gehen davon aus, dass der US-Fast-Food-Market sich mit einem CAGR von 4,4% entwickeln soll bis 2028. Also auch interessant, hier mal eine etwas konservative Guidance zu sehen. Und hier macht auch der wichtigste Anteil Burger und Sandwiches aus, dann Pizza und auch Chicken, kleinerer Anteil. Aber da sehen wir auch, dass Chicken jetzt tendenziell sogar noch die Chance hätte, vielleicht auch Marktanteile aus den anderen Segmenten zu klauen, denn da habe ich jetzt gleich noch eine sehr spannende Aktie mit dabei, die sich eben auf Chicken auch fokussiert. Und die Aktie, die ich jetzt meine und auch so ein bisschen vielleicht ein Geheimtipp ist Wingstop. Wingstop eigentlich, glaube ich, eine relativ unbekannte Aktie. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr da davon schon mal gehört habt. Die haben sich ja total fokussiert auf ja, Chicken Wings in erster Linie, aber natürlich auch Chicken Nuggets und Burger mit Chicken. Also es dreht sich alles um Chicken bei diesem Unternehmen und sie haben ein unglaublich starkes Wachstum hingelegt. Sie haben hier 21% System-wide Sales Growth gehabt. Total Shareholder Return ist seit dem IPO, seit dem Börsengang 1711% hoch, also wirklich sehr, sehr stark. Und sie haben auch hier eine EBITDA Growth Rate von 27%, also sehr, sehr starkes Bild. Und gerade auch im letzten Jahr konnte die Aktie wirklich einen sehr, sehr großen Kursanstieg auch verzeichnen. Werfen wir auch hier mal einen Blick auf den Aktienfinder und schauen uns Wingstop kurz fundamental an, denn die Aktie ist jetzt auch, zumindest auf Basis der letzten paar Jahre, durchaus einen Blick wert. Ja, Ranking, also hier 78, auch wenn jetzt hier noch nicht die wahnsinnig hohe ja, Historie vorhanden ist. Im Qualitätscheck kann man schon sehen, die Aktie gibt es noch nicht so lange an der Börse, seit 2015. Die Prognosen sagen aber, dass bis ab 2025, also ab Ende 2025, hier wieder Cashflows, Gewinne und so weiter deutlich ansteigen sollen. Margen sind auch durchaus attraktiv, im Moment 17,3%. Ja, die sollen auch tendenziell in den nächsten Jahren weiter anwachsen. Das Einzige, was ein bisschen ungesund aussieht, ist hier die Bilanz. Die müsste man sich definitiv nochmal genauer anschauen. Da steht jetzt hier Schuldenquote gesamt 190%, hört sich sehr ungesund an. Aktienrückkäufe wurden jetzt hier getätigt im Jahr 2023 und 2024. Muss man mal schauen, wie das hier weitergeht. Die Bewertung auf Basis der letzten 5 Jahre
sehen wir schon, dass jetzt hier Wingstop extrem unterbewertet erscheint. Also im Schnitt der letzten 5 Jahre lag das KGV von Wingstop bei 100. Jetzt sind wir bei 60. Das ist natürlich immer noch total hoch und hängt natürlich auch immer davon ab, wie hochqualitativ ist das Unternehmen, wie viel Wachstumschancen hat das Unternehmen noch und weil die Aktie generell eher noch kleiner ist. Also wir haben hier eine Marktkapitalisierung von nur 6 Milliarden Euro. Da kann das Unternehmen natürlich auch tendenziell mehr wachsen, deswegen ist auch einfach eine höhere Bewertung gerechtfertigt. Jetzt wird es sehr, sehr spannend. Also es gibt hier einige Analystenprognosen, nämlich 13 Stück. Und wenn wir uns auf die letzten 3 Jahre beziehen und den bilanzierten Gewinn, sehen wir, dass Wingstop jetzt schon 20% unterbewertet ist. Wenn wir jetzt hier auch einen Kauf simulieren auf Ende 2027 und die unteren Analystenprognosen anwählen, dann hätten wir hier aufs Jahr gerechnet eine potenzielle Rendite von 27%. Also unglaublich stark. Das wäre praktisch von heute bis Ende 27 knapp 100% Kursrendite, was natürlich wirklich sehr, sehr attraktiv wäre. Und Wingstop würde natürlich eine Rakete zünden und den Markt sicherlich deutlich hinter sich lassen. Bereinigter Gewinn, wenn wir uns den noch anschauen, sieht das Ganze sehr, sehr ähnlich aus. Also kaum Veränderungen. Operativer Cashflow, ja, da ist so ein bisschen schon zu sehen, dass da sich die Analysten nicht einig sind, wie der Cashflow hier gesteigert werden kann, weil die Aktie oder das Unternehmen noch eher neu an der Börse ist und auch hier an der Profitabilität feilen muss, beziehungsweise natürlich auch nicht ganz klar ist, wie versuchen sie hier ihr Wachstum zu fördern, was werden sie hier machen, bleibt abzuwarten, ist aber eine sehr, sehr spannende Aktie meiner Meinung nach, denke ich, sollte man sich definitiv mal auf die Watchlist jetzt legen, ist auf jeden Fall was denke ich, der ein oder andere in seine Überlegungen vielleicht auch mit einbeziehen sollte, denn da schauen wir uns jetzt auch gleich den Kurs an. Also Wingstop langfristig für mich eine sehr, sehr spannende Aktie. Eher so, sage ich jetzt mal, aus Wachstumssicht. Hier haben wir sogar eine Dividende mit 0,47%. Also theoretisch, wenn das wichtig ist, hier wird eine Dividende ausgeschüttet. Langfristig sind wir in einem Monatsaufwärtstrend. Also diese Struktur hier ist intakt. Wir haben auch aktuell eine deutliche Korrektur. Wir sind knapp 50% bereits unter dem Allzeithoch von 450 US-Dollar ungefähr und laufen jetzt auf das 61,8er bei 200 US-Dollar. Und die wichtige Unterstützung liegt hier zwischen 175 und 200 US-Dollar im Prinzip. Heißt, wenn wir uns jetzt auf diesem Niveau stabilisieren, könnte man da mal einen Einstieg wagen. Ich würde es präferieren, wenn wir hier auf 75 US-Dollar nochmal runterkämen. Bleibt abzuwarten. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass wir jetzt hier direkt hochziehen. Ja, kommt natürlich auch darauf an, wie stabil sich jetzt hier Wingstop in so einer breiten Marktkorrektur, wie wir es jetzt aktuell sehen, hält. 2022 hat tendenziell gezeigt, dass wir hier die Korrekturen auch gut mitmachen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass wir hier nochmal ein Stückchen nach unten kommen. Auf jeden Fall, wenn es hier eine sehr, sehr schöne, ordentliche Bodenbildung gibt, kann man sich durchaus mal überlegen, ob man nicht hier bei Wingstop eine kleine Position vielleicht auch als spekulativeren Anteil im Depot mit aufnimmt. Man muss aber klar sagen, Wingstop ist eine aggressive Position, ein Unternehmen, wo noch viel Potenzial drin ist, viele Risiken und deswegen ist natürlich auch die Renditemöglichkeit deutlich besser. Und McDonald's im Vergleich ist eine Aktie, die sehr reif ist, sehr alt ist. Es ist ein sehr stabiles Geschäftsmodell. Das Wachstum ist deutlich limitiert. Die Risiken sind eher limitierter. Es ist einfach ein eingesessener Marktplayer. Es ist eher ein Value-Titel. Und Wingstop im Vergleich ist einfach schon fast eine High-Growth-Aktie, also wo wirklich viel Wachstum einfach auch noch möglich wäre, wenn das Geschäftsmodell einen wirklich Erfolg hat. Ich glaube da schon dran. Ich glaube, dass Chicken vor allem so ein Megatrend ist, der auch gut Potenzial hätte, hier sich auch in anderen Ländern auszubreiten, außerhalb der USA. Also ist eine sehr, sehr spannende Frage eigentlich. Wir gucken uns jetzt hier noch die Performance an der letzten 5 Jahre, also diese 5 Aktien. McDonald's, Chipotle Mexican Grill, Starbucks und Wingstop im Vergleich. Und da können wir sehen, Chipotle Mexican Grill ist auf Platz 1 mit 290% in den letzten 5 Jahren. Danach Wingstop mit 188%. Dann kommt McDonald's mit 87% und dann Starbucks mit 47%. Also für mich tendenziell definitiv entweder Chipotle Mexican Grill für so ein bisschen, die Balance zwischen den beiden Stufen, also zwischen High Growth und Defensiv, sind so ein bisschen der Mittelplayer.
Für die, die wirklich defensiv unterwegs sein wollen, tendenziell McDonald's. Für die, die gerne auch etwas mehr Risiko eingehen und eine höhere Rendite erwarten, für die könnte Wingstop eine spannende Aktie sein. Das ist zumindest meine Meinung. Und wenn man sich die Financials hier nochmal anschaut, kann man das auch gut ansehen. Also McDonald's ist das günstigst bewerteste Unternehmen, KGV 27. Dann kommt Starbucks mit 32, dann Chipotle Mexican Grill mit 45 und zuletzt das höchst bewerteste Unternehmen hier. Wingstop hat auch die geringste Dividende. Die anderen beiden Dividendezahlen haben knapp 2,4 bzw. 2,3% Dividendenrendite. Ja, also auch aus Dividendensicht ein paar spannende Aktien jetzt mit dabei gewesen. Ja, aber lass mich gerne mal wissen, was du jetzt von Wingstop hältst. Ob das eine Aktie ist, die für dich in Frage kommt als langfristige Anlage, ob du da eher zu Aktien wie McDonald's tendierst, kann ich natürlich auch völlig nachvollziehen. Das ist eine sichere Aktie, denke ich, also eine Qualitätsaktie, auch wenn das ja immer alles keine Anlageberatung ist und das nur meine Ideen sind. Ja, ist natürlich völlig klar. Und jetzt ist es an der Zeit gekommen, nochmal Daumen nach oben dazulassen und aber auf keinen Fall vergessen, ist natürlich völlig kostenlos. Und das war's für dieses Video. Wenn du dich jetzt noch interessierst für weitere sehr, sehr spannende Aktien, die ich jetzt gerade persönlich kaufen würde, dann kann ich dir das Video hier empfehlen zu Lotus, Wolters Kluwer und Descartes Systems. Gerne mal auschecken oder eben auch zu den Gründen, warum Accenture jetzt so deutlich abgestürzt ist und ob das eine Chance zum Einstieg ist. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao.